2 V2-Raketen. Aber auf lange Sicht hält nur eine, was sie verspricht. Das meine ich. Willkommen in der Norpenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir sprechen heute über das Modbricks Set 106740, die V2 mit Startrampe bzw. Startplatz und Tannen von Florian W. Designt aus 2023. Dieses Set ist quasi eine Weiterentwicklung eines schon mal dagewesenen V2-Sets von Modbricks, damals noch unter Brigamo-Regie, und dieses Set war so gut wie die V2 militärisch erfolgreich. Wer sich dieses Video angucken möchte, klickt mal oben da auf das i, klickt da drauf, da findet ihr das Video bzw. die Modbricks Playlist. Ich hatte sogar vor, diese V2 gegen die von Bluebricks, die 101021 aus 2020, hier antreten zu lassen. 480 Steinchen. Brickbuild mehr so im Maßstab 1:32 bis zu 1:35, irgendwie so dazwischen. Aber dieses Set hat damals 24,95 gekostet. Das hier hat fast 500 Steine mehr und kostet 29,95. Und ist erhältlich, das ist nicht erhältlich. Deswegen stelle ich euch heute das hier vor. Wenn ihr das hier trotzdem mal auf meinem Kanal sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht genauso wie ich erwarten könnt, kommt ihr mit mir jetzt hier auf meinen Bautisch. Werner von Braun wäre stolz auf uns, Freunde. Schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Ja, Freunde, da haben wir das Modbricks Set 106740 auf dem Bautisch. 965 Steine, Altersempfehlung ab 8 Jahren. Und wir sehen hier unseren Hanomag mit Rampengestell, da die Rampe, die V2 und sogar ein paar Tannen. Attention please. Schauen wir uns die Rückseite an, denn dieser Karton auf der Banderole hat sowas wie eine Rückseite. Da sehen wir nochmal das Set von vorne bzw. von hinten, unseren Hanomag, unsere Vergeltungswaffe 2, die A4 bzw. Aggregat A4, und wir haben hier nochmal eine Draufsicht. Wir schneiden jetzt mal hier diese Banderole ab, die ist geklebt. Einmal da, ups, habe ich reingeschnitten. So, beziehungsweise schneiden wir einfach hier den Aufkleber auf. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Naja, Freunde, da ist der Inhalt des Kartons. Bei Modbricks hier, bei diesen Sets wissen wir, da sollte eigentlich keine Sortierung dabei sein. Der Karton ist pickepacke voll. Wir haben diese neuen Tüten mit dieser Beschriftung, die wir auch von Bluebricks kennen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 Tüten. Eine hier mit den ganzen Slopes für die Bäume. Sieht ganz gut aus. Und den QR-Code für die Anleitung, denn die Anleitung kriegen wir entweder über den QR-Code oder wir loggen uns mit unserem Account bei der Bluebricks-Seite ein, beziehungsweise auch beim Modbricks. Ich bin gespannt, wie das Set hier so ist. Wie gesagt, es gibt keine Bauschritte. Wir müssen das alles irgendwie auf Häufchen, in Schälchen, wie auch immer ihr das macht, kippen und dann drauf lossuchen. Das ist immer nicht so spaßig, aber das Gruscheln finde ich bei Klemmbausteinen eigentlich immer ist ein wichtiger Faktor beim Bauen, beim Bauspaß. Deswegen wünsche ich mir jetzt viel Spaß beim Klemmen und euch viel Spaß bei den Fakten. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Aggregat 4. Ich habe euch zwar schon mal etwas über die A4 erzählt, aber das ist schon ein Jahr her, also können wir ruhig mal wieder eine neue Faktenzeit mit dem Thema aufnehmen. Die V2, Vergeltungswaffe 2, auch bekannt als Aggregat 4, war eine bahnbrechende Entwicklung im Bereich der ballistischen Raketen während des Zweiten Weltkriegs. Entwickelt vom deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren unter der Leitung von Wernher von Braun, spielte die V2-Rakete eine wichtige Rolle in der Geschichte der Raketen- und Weltraumtechnologie. Die Entwicklung der V2 begann in den 1930er Jahren in Nazi-Deutschland. Wernher von Braun und sein Team arbeiten an der Verbesserung von Raketenantrieben und entwickelten die erste funktionsfähige Flüssigtreibstoffrakete. Die V2 war die zweite Generation dieser Raketen und wurde erstmals im Jahr 1944 eingesetzt. Die V2 hatte eine maximale Reichweite von etwa 320 Kilometern und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 5067 km/h.
Sie hat eine Länge von 14 Metern und wog etwa 12 Tonnen. Ihr Sprengkopf wog etwa eine Tonne und konnte dementsprechend eine Sprengkraft von etwa 1 Tonne TNT freisetzen. Die V2 wurde erstmals im September 1944 in militärischen Operationen eingesetzt. Sie wurde hauptsächlich gegen London und andere Ziele in Europa wie zum Beispiel Antwerpen abgefeuert. Diese Angriffe verursachten erhebliche Zerstörung und Verluste von Menschenleben. Die V2-Raketen wurden als Vergeltungswaffe gegen die Alliierten eingesetzt, da Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits stark unter Druck und eigentlich nur im Rückwärtsgang war. Die Produktion der V2-Raketen war eng mit den Gräueltaten des Nazi-Regimes verbunden. In Peenemünde und anderen Produktionsstätten wurden Zwangsarbeiter aus Konzentrationslagern eingesetzt, um die Raketen zu bauen. Die Arbeitsbedingungen waren unmenschlich und Tausende von Menschen starben an den Produktionsstätten. Dies ist ein düsterer Teil der Geschichte, der nicht vergessen werden sollte, da er die Entmenschlichung und Grausamkeit des Regimes zeigt. Wernher von Braun, der schon erwähnte begabte Raketenwissenschaftler, spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung der V2-Rakete. Nach dem Krieg wurde er in der Operation Paperclip mit vielen anderen Wissenschaftlern von den USA rekrutiert, um an ihren Raketenprogrammen zu arbeiten. Lange Zeit durfte er nur an erbeuteten und nachgebauten A4s bauen und testen. Zum Beispiel stieg im März 1947 eine V2 gut 150 Kilometer auf und fotografierte die Erde. Nach dem Rücksturz zur Erde, Minuten später, wurde die Kamera geborgen. Dies waren die ersten Fotos unserer blauen Kugel aus dem Weltall. Nach dem Sputnik-Schock wurde von Braun später einer der Schlüsselfiguren in der Entwicklung der Saturn-V-Rakete, die in den Apollo-Missionen zur Mondlandung eingesetzt wurde. Diese Geschichte ist bekannt. Heinrich Himmler, einer der ranghöchsten Nazis und Anführer der SS, hatte starken Einfluss auf die Entwicklung der V2 bzw. des Wunderwaffenprogramms. Die SS kontrollierte viele Aspekte des Raketenprogramms, insbesondere im Zusammenhang mit der Zwangsarbeit und den Konzentrationslagern. Himmler setzte sich persönlich für die Verwendung von Zwangsarbeitern in den Produktionsstätten ein, was zu unermesslichem Leid führte. Wernher von Braun übrigens rechtfertigte sich später unter anderem wie folgt: Sie haben dasselbe Problem bei einem ganz gewöhnlichen Küchenmesser. Mit einem Küchenmesser können Sie ein Stück Fleisch schneiden, was Sie aufessen, aber Sie können damit auch einen Menschen umbringen. Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, ein Küchenmesser zu bauen ist unmoralisch, weil es als eine Mordwaffe verwendet werden kann, können wir zurück in die Höhlen kriechen. Das lassen wir einfach mal so da stehen. Die A4 war zweifellos ein bedeutender technologischer Fortschritt in der Geschichte der Raketenentwicklung, der später zur Grundlage für die Entwicklung von Raketen in der Raumfahrt wurde. Elon Musk profitiert heute noch davon. Trotz ihrer technischen Leistungsfähigkeit und strategischer Bedeutung darf nicht vergessen werden, dass die Herstellung und der Einsatz der V2 mit schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Verbindung steht. Dieser Teil der Geschichte dient als Mahnung für die Menschheit, die schrecklichen Auswirkungen von Krieg und Gewalt nie zu vergessen und sich immer für den Frieden einzusetzen. Ja, liebe Freunde, nach diesen markigen Worten, die ich auch hier nochmal gerne virtuell unterstreichen möchte, viel Spaß beim Review des Bluebrick Sets, die V2 Startrampe. Nach 1 Stunde 40 steht sie da, unsere V2, unser Aggregat 4 mit Startrampe, mit mobiler Hanomag, Bäumchen und Gedöns. Was ich euch beim Tulpenzählen, Vorzählen, beim Tütenzeigen nicht gezeigt habe, haha, ist hier dieser Zipbeutel, der dabei war. Da habe ich mal alle Steine reingepackt, die über sind, ein paar Slopes, ein paar Pins. Ist doch schon mal cool, oder? Man kann doch nie genug Steine über haben. Anleitung war auch ziemlich cool, kommen wir aber später dazu. Ich muss sagen, ich hatte hier die schlimmsten Befürchtungen. Warum? Naja, weil, vielleicht könnt ihr euch erinnern an das Set mit dieser Rakete, nämlich das Modbrick Set 182690015 aus 2022. Das war Hardcore. Das Set ist bei mir auch zerbröselt. Ich habe nur noch die Rakete und die lebt auch nur noch, weil ich sie für dieses Video wieder zusammengebaut habe und weil ich sie hier, nein, da unten selber nochmal modifiziert hatte mit zum Beispiel Lego-Steinen und sogar Mega-Construct-Steinen und Kubi-Steinen. Das ist alles hier unten drin verbaut, damit es hält. Könnt ihr mal oben auf dem i gucken, da seht ihr das Video dazu in meiner Modbricks Playlist. Wir haben hier aber wirklich eine Weiterentwicklung, eine coole Rakete, die hier schön gebaut ist im Tarnmuster, also im Einsatz. Und vor allen Dingen ist sie auch stabil und das zeige ich euch gleich. Ich fange erstmal kurz an mit den Gedöns, was wir dabei haben. Wir haben hier so eine Kiste mit, ja, Cones,
keine Ahnung, was das sein soll, Sprengkörper, keine Ahnung, finde ich ganz lustig, geht an die Seite. Wir haben rote Fässchen. Ihr wisst ja, bei Computerspielen würde man sagen, rote Fässchen, ne? Steht immer drauf, Flammable oder Achtung, und da schießt man drauf und explodieren sie. Vielleicht hat sich ja der liebe Florian an so einen Agentenshooter oder sowas dran orientiert. Wir haben hier 4 Bäumchen, 2 identisch gebaute. Die waren etwas langweilig zu bauen. Ja, tun ihren Zweck, sind halt Bäume, rustikal gebaut mit Slopes, mit Grünzeug. Unten hier einen, ja, einmal 3er Brick hoch, also einmal 1er und dann 3 hoch als einer. Ja, macht keinen Spaß zu bauen, ist sehr monoton, und ich habe ein Problem gehabt, und zwar hier, ihr habt es auch beim Video gesehen, beim Bild, hier hängt es nur auf einer Noppe bei den Wedges, und das Festdrücken hier auf meinem Bautisch, das hält nicht so gut und wahrscheinlich bricht es mir gleich auseinander. Ich muss mal mit beiden Armen in die Kamera greifen, so, denn wir haben hier unsere beiden Tannen nur auf einer Noppe da unten fest. Ja, das hält nicht so gut, deswegen hatte ich da nicht so meinen Spaß mit diesen Bäumchen. Aber es passt natürlich zum Winter, zum Jahreswechsel 44, 45. Ich denke mal, das soll das darstellen. Frühjahr, Herbst, Quatsch, Herbst, Winter, Frühjahr, so meine ich. Das soll das bestimmt darstellen, und dafür tut es auch seinen Zweck. Einfache Bauweisen könnt ihr auch, finde ich ganz cool. Man muss ja immer schauen, ne? Und Designs hat Florian drauf. Und warum nicht auch ein einfaches Design machen, das jeder nachbauen könnte. Ich glaube, ihr könnt es auch dadurch locker erweitern. Ja, eine Sache, die mir nicht gefällt, ist dieser Hanomag, denn der sieht ein bisschen aus wie ein Roadster, wie ein Hot Rod. Und wenn ich nicht wüsste, dass der liebe Florian auch begeisterter Autofan ist, dann hätte ich auch gedacht, er hat hier einen gebaut. Natürlich kann man diese Form erkennen, es soll ein Hanomag sein, aber es ist halt ein Einsitzer. Hier, ne? Gut, das haben andere Klemmbausteinhersteller auch, aber es kommt irgendwie so hot rottig daher, also weiß nicht, also ja, die Wehrmacht in so einem coolen, tiefer gelegten, breiteren Auto. Nein, Spaß, wahrscheinlich auch einfach geschuldet, Forms follows Function, irgendwie so. Ja, wir haben hier schöne Silberfelgen, das finde ich gut, die Bauweise finde ich trotzdem ganz cool. Wir haben hier drin braun Leder so, wir haben hier Türen, die wir abmachen können, in 2x3er Teils und dann hinten mit einer 2x3er Plate, einfach hier drauf auf dem Bracket. Aber das hält. Hier gibt auch das Dach hier oben, das hält. Da gibt es wirklich nichts zu meckern, auch wenn das halt hier so ein bisschen mehr wie ein Hardtop, wie ein Cabrio aussieht. Naja, jetzt habe ich die ganze Zeit dran rumgefummelt, jetzt hält es nicht. Ist der Vorführeffekt. So, aber ich finde es sonst ganz cool, auch hier der Balljoint für die Kupplung hinten für unser Anhängerchen, der ja ein paar Schwächen hat. Von der Farbe her, ihr seht es vielleicht schon, dass wir hier bei den Technik-Liftarmen hier unten verschiedene Dark Blues Gray Töne haben. Der Turntable hier unten, der ist mir zu labberig, aber es soll ja sich drehen, also von daher ist schon okay. Einfach gebaut, sieht aber cool aus. Ich mag einfach hier diese Flat Silver Felgen. Hier hinten auch. Technisch ist er cool, auch hier diese Auslegerstützen, denn er ist ja eine Startvorrichtung für unseren Startteller. So ähnlich war der auch beim alten Set dabei. Hier auch mit Fass. Startteller geht hier davor. Wir klappen hier die Ärmchen aus. Wir können dann hier diese Rampe nach vorne stellen und wir können dann unsere Rakete reinstellen. Ja, ihr seht vielleicht ein bisschen, der ist sehr, sehr leicht hier, ne, durch die Stange da unten. Ja, oh, machen wir mal hier oben den Sieglehm so zack fest und so fertig steht unsere V2. Bisschen schief, liegt aber auch hier vielleicht an meinem Vlies. Die Bautechnik hier finde ich aber ziemlich cool. Ich nehme es mal weg. Gucken, dass die Rakete steht. So, denn wir haben hier mit viel Hinges gearbeitet. Das gefällt mir, damit wir auch hier dieses spitze, zuläufige hinbekommen. Hat der Florian gut gemacht. Und hier unten die Stange, vielleicht muss ich sie nur etwas fester drücken, dann geht es nicht mehr ganz so labberig. Aber ich würde auch sagen, damit spielt man nicht. Hier kann man auch mal stabilisieren übrigens. Das habe ich vergessen mit den Stangen. Vielleicht liegt es auch daran. Wahrscheinlich liegt es daran. So, einfach hier
Ne, passt nicht. Aber wahrscheinlich ist es so gedacht. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Displayset, kein Spielset. Sage ich einfach mal so. Auch einfach aus Grund der Tatsache, wegen der Thematik. Dann können wir halt hier so einklemmen und da auch. Und unseren Ausleger dann hier mit dem Balljoint wieder am Hanomag einkoppeln oder ankoppeln. Wenn euch das so schnell geht, hier alles, ihr bekommt nachher eh nochmal Detailfotos. Gucken wir uns jetzt die Rakete an. Und die ist, ihr habt es vielleicht gesehen, beim Bau ist mir hier unten das Teil immer abgefallen. Das hat nicht gehalten, aber jetzt durch die Bautechnik hier mit den Jumpern sind diese Finnen hier auch das verbindende Stützwerk zu unseren Rundsteinen da unten. Also jetzt hält diese Rakete hier wirklich bombenfest. Das wage ich mit dieser Rakete hier nicht zu machen. Ne? Hier hat Florian auch keine Jumpers damals verbaut. Also ihr hört vielleicht auch ein bisschen, ich halte es mal gegen mein Mikrofon. Ja, es wackelt hier. Also das, ihr seht auch schon, da oben geht es lose. Also die alte Stabilität, aber diese hier, die ist gut. Ich will es nicht forcen, aber da, also ich hätte mal Bock wie so ein Dartpfeil, mal sieht sie aus, mal ein Styropor zu, aber nein, lassen wir es. Also die hält und sie sieht cool aus. Schön getarnt, schöne Bautechnik auch. Ich kann sie euch jetzt nicht genau zeigen, aber beziehungsweise kann ich doch, ich blende es euch ein. Schaut mal hier jetzt, ich blende euch jetzt einfach mal ein, den Bauschritt 141, der müsste ungefähr in der Spitze sein. Da baut man ja nicht so doll, da soll man nicht so doll festdrücken. Das wird nachher überbaut mit Brackets, das hält dann auch alles. Und die Noppen sollen halt nur nicht ganz so tief die gegenüberliegenden Tubes penetrieren, wenn ich so sagen darf. Lustige Bautechnik, aber es hält, das kann ich euch versprechen. Und was ich auch cool finde, ist, dass wir wieder einen Farbcode haben. Den hatte ich jetzt schon beim Todesstern und ich glaube auch damals schon beim Borg Cube hat Florian so einen Farbcode, blau, rot, orange und grün, eingesetzt, um verschiedene Seiten darzustellen. Und das hat er hier auch gemacht. Ich will es nicht auseinandernehmen, weil es hält wirklich sehr gut, sehr bombig. Aber hier drin hatten wir verschiedene 2x4er, dass wir uns orientieren konnten. Das sind die Bausteps 145 bis 150. Ich blende sie euch nochmal ein. Also ich muss wirklich sagen, eine tolle Evolution hier, was die V2 angeht. Ich lege die alte mal hier einfach auf den Transporter drauf. Passt ja hoffentlich auch. Ja, ihr seht aber schon hier, da bricht mir die Spitze ab. Da kann aber dieses Set nichts dazu. Das ist eine alte Geschichte, sagen wir es mal so. Also ein cooles Set zum Hinstellen. Spielen würde ich nicht damit, einfach aufgrund auch der Thematik. Ich habe es gerade bei den Fakten gehört, weiß ich nicht, aber es sieht gut aus. Es steht auch, es ist eine heile, stabile Rakete. Ein tarnfarbener Dartpfeil. Also schreibt mir eure Meinung mal unten in die Kommentare, vielleicht auch eure Erfahrung mit dem alten Set, beziehungsweise habt ihr sie vielleicht schon unter den Kommentaren bei meinem alten Video geschrieben, aber gebt mir mal euer Feedback. Was haltet ihr oder habt ihr gehalten vom Set 182690015 und was haltet ihr hier von der 106740? Bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ihr bekommt jetzt Detailfotos und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle, liebe Freunde, ein paar Detailfotos, damit ihr euch selber einen Eindruck vom Set verschaffen könnt. Ganz wichtig, dieser Startanhänger war der sogenannte Meilerwagen. Benannt nach der bis heute existierenden Firma Meiler, die ihr wahrscheinlich als Meiler-Kipper kennt. Muldentransporter und sowas bauen die. Viele LKWs tragen hinten den Aufdruck Meiler-Kipper. Insgesamt wurden 3200 Aggregat 4, also V2-Raketen, abgefeuert. In Frankreich waren große Bunkeranlagen geplant gewesen, aus denen die A4 abgeschossen werden sollte. Diese sogenannten Blockhäuser wurden aber nicht fertiggestellt bzw. von den Alliierten bombardiert. Bei einem Angriff in Belgien kamen 510 Menschen ums Leben. Die Wehrmacht bzw. die SS bzw. das Deutsche Reich plante langfristig und hatte zum Beispiel die Riesenrakete A9 bzw. A10
auch schon geplant. Sogar in Peenemünde wurde schon für diese Rakete geplant. Mit dieser Rakete wollte man dann sogar die Vereinigten Staaten von Amerika angreifen, wobei dieses Projekt etwas überdimensioniert war, aber man spricht heute noch von der A9 bzw. A10, der Amerika-Rakete. Hanomag, das Zugfahrzeug, die Hannoverische Maschinenfabrik AG, gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es auf dem Gelände die Hanomag-Hallen und viele interessante Geschäfte. Ich habe euch das Set zu Modbricks und auch zu Bluebricks verlinkt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da seid, lasst doch gerne einen Kommentar und einen Daumen da. Und abonnieren bzw. die Glocke drücken kostet auch nichts, Support ist kein Mord. Ich sage euch schon mal vielen lieben Dank dafür. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende als das mühsam von euch geplante Feuerwerk zum 60. Geburtstag eurer Oma auf dem Sportplatz eures Dorfes. Ein cooles Design. Florian W. hat das Set gut weiterentwickelt. Hier die schwarz-weiße, die labile Rakete. Ihr seht sie hier. Ich packe sie mal zur Seite. Sie hat ja Gott sei Dank mit diesem Set nichts zu tun. Diese hier ist einfach viel stabiler. Man könnte damit sogar hier einen Mini-Nagel in ein Stück Karton klopfen. Also stabil ist sie. Hier ein bisschen so, man muss die Flügel genau auf die einmal 1er Steine packen, hier die Rounded, dann steht sie auch wie eine 1. Also eine tolle Weiterentwicklung. Ich meine, es steht ja Modbricks drauf. Vom Design her ist Florian ein alter Modbricks-Designer, aber sonst ist natürlich alles Bluebricks. Deswegen haben wir hier auch diesen Qualitätssprung auf Bluebricks Niveau, würde ich schon sagen. Und wenn wir dieses Set vergleichen mit dem ursprünglichen V2-Set, was Bluebricks mal designt hatte, beziehungsweise mal im Angebot hatte, dann brauchen wir gar nicht reden, ist das hier unter Modbricks das viel, viel bessere, meiner Meinung nach. Schreibt mir eure bitte unten in die Kommentare. Habt ihr auch schon vielleicht ein neueres Set von Modbricks gebaut unter dem Dach von Bluebricks? Schreibt mir eure Meinung auch gerne mal unten in die Kommentare. Bei einem Flugzeug würde ich zum Abschluss sagen, guten Flug. Bei einer militärischen Rakete lasse ich das lieber. Ich wünsche euch einfach Gesundheit, seid friedlich, habt Spaß, seid kreativ. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.